Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid im virtuellen Planetarium der ESO Supernova. Ja, vielleicht kennt ihr mich ja schon von den anderen Videos. An alle, die neu dabei sind, ich bin Tobi und wir kümmern uns heute um den Mars. Und auch darum, was wir von der Europäischen Südsternwarte eigentlich mit dem Mars am Hut haben. Zu guter Letzt erzähle ich euch, wie ihr am 18. Februar live die Landung eines ganz neuartigen und besonderen Mars-Rovers mitverfolgen könnt. Das Planetarium befindet sich direkt hinter mir. Der Eingang ist hier ums Eck. Ihr könnt ja schon mal vorgehen. Ich bin in 10 Millisekunden bei euch. Tickets brauche ich keine zu kontrollieren. Sucht euch einfach einen gemütlichen Platz und wir sehen uns drin. Ich heiße euch alle herzlich willkommen bei uns im Planetarium. Wir starten jetzt einfach gleich los und zaubern uns per Knopfdruck unter den Himmel von Garching. Ja, damit wir jetzt gleich den Mars sehen können, müssen wir es natürlich noch ein bisschen dunkler werden lassen. Und das können wir einfach machen, indem wir die Rotation der Erde ein bisschen beschleunigen und dadurch die Sonne im Westen untergehen lassen, bis es schön dunkel wird. Und wenn wir die Sonne vielleicht doch noch mal ein paar Stunden weiter untergehen lassen, dann sehen wir auch gleich einen wunderschönen Sternenhimmel. Ich habe jetzt hier mal die Location gewechselt. Ich steuere das Planetarium inzwischen vom Homeoffice aus. Ich möchte euch gerne zeigen, wie ihr am Himmel den Mars finden könnt. Wir sehen jetzt hier den Himmel, den man im Februar 2021 von unseren Breiten aus beobachten kann. Und wenn wir in Süden hier rausschauen, sehen wir über uns ganz deutlich schon mal das Sternbild des Orion. Ja. Über den Orion wird uns Wolfgang aus unserem Team nächste Woche ein bisschen was erzählen. Ja, da hat er eine tolle Story für euch auf Lager und ganz am Rande des Orion geht es dabei auch um das Sternbild des Stiers. Befindet sich im wahrsten Sinn des Wortes hier am Rande von Orion mit den 2 Hörnern, also ganz deutlich auch zu erkennen am Himmel. Wenn ihr die beiden Sternbilder gefunden habt, den Orion und den Stier, dann findet ihr zur Rechten davon einen hellen roten Punkt. Auch ganz klar zu erkennen, und dabei handelt es sich also um den Mars. Wie könnt ihr euch jetzt eigentlich davon überzeugen, dass es sich dabei wirklich um den Planeten handelt? Wenn ihr ein Fernglas oder ein kleines Teleskop habt, dann solltet ihr da also auch schon eine kleine Scheibe erkennen können, mit Strukturen drauf, ja, vielleicht, wenn ihr Glück habt, sogar die Polkappen. Aber wie sieht es eigentlich aus, wenn wir von der Europäischen Südsternwarte mit einem unserer Großobservatorien auf den Mars schauen? Das haben wir neulich auch wieder machen können, nach einer langen Lockdown-Phase, denn auch uns hat es natürlich hart getroffen mit der Pandemie. Das hier ist das New Technology Teleskop, wie ihr hier im Video sehen könnt. Ein 3,50 Meter Spiegelteleskop, das also neulich einen Blick auf den Mars wieder geworfen hat. Und hier sehen wir also die echte Aufnahme, die dabei entstanden ist. Wir sehen hier eine trockene Oberfläche, rötliche Oberfläche mit langgezogenen Canyons. Ja, jetzt stellt sich aber die Frage, wie denn Mars eigentlich damals ausgesehen haben könnte, vor einigen Milliarden Jahren. Aufschluss darüber geben Studien der heute sehr dünnen Marsatmosphäre, unter anderem mit einem Spektrographen des Very Large Telescopes der Europäischen Südsternwarte, wie hier im Video gezeigt. Ja, was hat man da herausgefunden? Zunächst mal, es gibt 2 verschiedene Arten von Wasser. Es gibt das Wasser, was wir so kennen, H2O, und dann gibt es noch eine leicht schwerere Variante davon, wo anstatt des Wasserstoffatoms ein Deuteriumatom in dem Molekül drin steckt. Ja, die Eigenschaft des schweren Wassers ist, dass es tatsächlich auch schwerer verdampft. Und jetzt stellt sich heraus, dass also in der Marsatmosphäre heute recht viel von diesem schweren Wasser vorkommt. Und das wiederum deutet darauf hin, dass es in der Vergangenheit des Mars sehr viel Wasser gegeben haben muss, das sich ins Weltall verflüchtigt hat. Diese Daten hat man also hergenommen und eine Visualisierung angefertigt, wie hier also von Grafikern der ESO, der Europäischen Südsternwarte. So könnte Mars vor 4 Milliarden Jahren tatsächlich ausgesehen haben. Wir haben ganze Ozeane, ja, bis zu einer Wassertiefe von 1,6 Kilometern. Jetzt können wir uns natürlich fragen, ob das auch bedeutet, dass es damals auf dem Mars Leben gegeben haben müsste, beziehungsweise dass man heute eventuell an geschützten Orten auch noch Spuren von Leben, Mikroben oder dergleichen finden könnte.
Unter anderem dieser Frage wird ein neuartiger Rover der NASA nachgehen, der Perseverance Rover, der sich an Bord dieser Raumkapsel bereits auf dem Weg zum Mars befindet. Am 18. Februar wird die Kapsel in die Marsatmosphäre eintreten. Durch die enorm hohe Eintrittsgeschwindigkeit von über 1000 Kilometern pro Stunde wird es also durch die Reibung an der Marsatmosphäre sehr, sehr heiß werden. Der Hitzeschild sorgt aber dafür, dass das Innere dieser Kapsel, also der Mars Rover selbst, von der Hitze geschützt werden wird. Trotzdem muss der Fall natürlich abgebremst werden. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Dafür sorgt ein großer Fallschirm, der sich im hinteren Teil der Kapsel lösen wird. Und mit knapp 20 Metern Durchmesser ist dieser Fallschirm größer dimensioniert, als er auf der Erde nötig wäre. Das liegt einfach an der dünneren Marsatmosphäre. Der Fallschirm verlangsamt den Sturz auf ca. 300 Kilometer pro Stunde. Das ist immer noch zu schnell. Ja. Deswegen gibt es Bremsraketen, die sich an der Unterseite dieser Landeeinheit befinden. Und die sorgen nicht nur für eine sanfte Landung, sondern auch für eine präzise Landung, um auch genau dort landen zu können, wo ForscherInnen eben diese Spuren von Leben in besonderen Gesteinsformationen erwarten. Tja, und circa 20 Meter überm Boden wird eine spezielle Vorrichtung diesen Rover langsam absetzen können. Tja, das war's leider auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dass wir das nächste Mal live zusammen durchs Weltall fliegen können. Bis dahin versorgen wir euch auf jeden Fall mit einem spannenden virtuellen Angebot. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr alle Videos, die wir bisher gedreht haben. Ja, da ist für alle was dabei, angefangen mit kosmischen Experimenten zum Zuhause nachmachen, über eine virtuelle Führung durch unser Museum bis hin zu einem exklusiven Interview mit einem unserer Grafikdesigner, der zusammen mit seinem Team vieles, was ihr hier in der Ausstellung und im Planetarium sehen könnt, zusammen designt, gestaltet hat, basierend auf echten Daten. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, empfehlt uns gerne weiter. Ansonsten wünschen wir euch noch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, hoffentlich in Live. Euer Tobi.